Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei meinem Kanal Sarah Merk Selbstgenäht. Mein Name ist Sarah und heute zeige ich euch, wie ihr ein Hundebett nähen könnt. Die Nähanleitung für das Hundebett inklusive Schnittmuster habe ich euch unten verlinkt. Da könnt ihr euch das gratis runterladen. Das Hundebett gibt es in 3 verschiedenen Größen. Da sucht ihr euch vorher die Größe aus, die am besten zu eurem Hund passt, und schneidet euch dann die Stücke zu. Das habe ich jetzt schon erledigt, sind alle schon zugeschnitten. Achtet darauf, einen nicht dehnbaren Stoff zu nehmen, wenn ihr das allererste Mal näht. Es geht auch mit einem dehnbaren, habe ich auch schon gemacht, aber ist wesentlich schwieriger, weil dann das Nähtetreffen doch etwas schwieriger ist. Genau, also ich habe alles schon zugeschnitten und ich habe mir die ganzen Teile auch schon versäubert mit der Oberlockmaschine in dem Fall. Ihr braucht nicht unbedingt eine Oberlockmaschine, ihr könnt auch mit dem Zickzackstich versäubern, aber das lege ich euch sehr ans Herz, weil das sind hier Baumwollstoffe und die fransen unheimlich schnell aus und dann geht das Bett sehr schnell kaputt und das wäre schade. Wir beginnen mit dem einfachsten Teil des Bettes und zwar mit dem Innenkissen. Dazu nehmt ihr euch die beiden Teile fürs Kissen. Und legt die Teile dann rechts aufeinander. Dann steckt ihr euch die einmal rundherum fest. Und wenn ihr damit fertig seid, einmal komplett herumnähen und dann lasst ihr an einer Seite eine Wendeöffnung, ungefähr so groß, dass eure Hand hineinpasst. Das Kissen ist jetzt rechts auf rechts zusammengesteckt und jetzt nähen wir einmal herum und lassen die Wendeöffnung. Jetzt habe ich das Kissen zusammengenäht. Ich habe jetzt hier 1 cm Nahtzugabe genommen, dadurch, dass hier die Oberlock, die nimmt doch ganz schön viel Platz weg. Und wenn das dann nicht hundertprozentig aufeinander liegt, aus irgendwelchen Gründen, dann sieht man nämlich später die Naht, nachdem man es umgedreht hat. Und deswegen nehme ich einfach 1 cm. Genau, so, jetzt wollen wir das Ganze wenden. Wo ist denn meine Wendeöffnung? Hier. Einmal durch die Wendeöffnung wenden. So, die Ecken rausarbeiten. Jetzt haben wir schon mal das Innenkissen und das können wir jetzt zur Seite legen, das brauchen wir später erst wieder. Als nächstes nehmen wir uns ein Teil vom Außenstoff und ein Teil vom Innenstoff und legen die beiden Teile wieder rechts aufeinander. Und diesmal müssen wir uns nur diese eine lange Seite zusammenstecken. Jetzt wollen wir einmal die lange Seite zusammennähen. Also das Hundebettnähen ist super einfach. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst, ist, dass ihr die Rechtecke gleichmäßig ausschneidet. Ich hatte jetzt hier schon das Problem, dass das blaue Rechteck kleiner war als das mit den Blumen drauf. Und nachdem ich das zusammengenäht habe, habe ich jetzt hier so einen kleinen Streifen weggeschnitten, damit es wieder gleich groß ist. Natürlich habe ich es dann noch mit der anderen Seite verglichen. Gott sei Dank passt die jetzt. Und jetzt habe ich einfach nochmal dieses Stückchen hier mit dem Zickzackstich versäubert, weil ich jetzt keine Lust hatte, die Oberlock wieder aufzubauen. Also das ist wirklich ganz wichtig, weil sonst wird euer Hundebett schief und krumm. Und dadurch, dass der Stoff jetzt nicht dehnbar ist, könnt ihr das auch nicht hinfuschen. Ja, genau. Nachdem ihr alle Teile in dieser Art zusammengenäht habt, ich sollte mir das nicht immer vors Gesicht halten, gell? Also, nachdem ihr alle Teile so zusammengenäht habt, nehmt ihr euch jetzt so ein kurzes Stück und dann so ein längeres Stück
und legt dann Blume auf Blume und Blau auf Blau logischerweise. Also so aufeinander die kurzen Seiten zusammenlegen. Und dann steckt ihr euch einmal diese Seite fest und näht die dann zusammen. So, jetzt haben wir hier die 2 Stücke zusammengenäht. Noch ein kleiner Tipp. Also ich habe jetzt hier wirklich dünnen Baumwollstoff genommen. Da ist es nicht so schwierig jetzt hier. Ich habe jetzt wirklich gut hier in der Mitte die Mitte getroffen. Wenn ihr dickeren Stoff nehmt oder wenn ihr das sind 2 gleiche Stoffe, also ganz ähnlich von der Haptik her. Wenn ihr 2 unterschiedliche Stoffe nehmt, also ich habe das Bett einmal Probe genäht, bevor ich euch das jetzt hier zeige und habe da einmal eine Fließdecke verwendet und auf der anderen Seite Kunstleder und es hat sich unheimlich verschoben hier an den Übergängen und da macht es dann Sinn, wenn ihr die beiden Seiten aufeinander gelegt habt, dann fangt ihr erstmal an, einmal hier innen das zusammenzunähen, also an der Stelle, wo es sich trifft. Und dann näht ihr einmal quasi in die Richtung, dann dreht ihr es um und näht einmal in die andere Richtung. Sonst sieht es nämlich hinterher ja ziemlich gefuscht aus. So, aber wir haben jetzt einfachen Stoff gewählt, deswegen empfehle ich euch wirklich fürs erste Mal, nehmt einfach stumpfen Baumwollstoff. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr jetzt doch unbedingt einen anderen Stoff haben wollt, es gibt so einen Obertransporter für die Nähmaschinen. Dann transportiert quasi oben der Fuß ein bisschen den Stoff mit. Und dann verschiebt es sich nicht so ganz arg gegeneinander. Aber das müsst ihr selber wissen. So, jetzt nehmen wir uns wieder so ein kurzes Stück und stückeln das wieder an. Falsch rum. Also, hier wieder zusammenstecken und zusammennähen. Und um das Ganze abzukürzen, das nächste nehmen wir dann natürlich genauso. Hier das lange Stück und das kommt jetzt hier hinten noch dran. So, ich habe schnell eine Bügelunterlage improvisiert, weil mein Bügelbrett jetzt nicht auch noch hier ins Zimmer reinpasst. Ihr bügelt euch jetzt einfach die Nahtzugabe einmal auseinander. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, ihr seht was. Jetzt seht ihr was. So, also einmal hier so auseinanderfalten und dann bügeln. So, jetzt geht es tatsächlich wesentlich besser. Man sollte seine eigenen Ratschläge auch befolgen. Also jetzt nochmal. Ihr legt euch die Nähte genau aufeinander und steckt die euch hier unten einmal fest. Also bei mir ist jetzt hier dieser Rosenstoff außen, deswegen muss ich jetzt einmal eine andere Rolle hier hin machen, weil wir nähen nämlich jetzt einmal genau in dieser Naht, also in der vorherigen Naht, da nähen wir jetzt einmal und da versucht er jetzt mal ganz genau reinzutreffen, dann sieht man das nämlich später nicht. Wer jetzt sagt, nee, das kriege ich sowieso nicht hin, der kann auch einfach hier knappkantig neben der Naht entlang nähen, dann würde ich aber 2 Nähte machen, dann sieht es aus wie eine Ziernaht. Ich versuche das jetzt aber mal wirklich genau in die Naht zu treffen und suche mir dafür jetzt erstmal so ein hellblaues Garn. Ich habe hellblaues Garn gefunden, das passt aber nicht so ganz zu meinem Stoff, also mal gucken, wie gut das jetzt wird. Warum wir das hier überhaupt machen, habe ich euch noch gar nicht gesagt. Also wir haben ja später die 4 Wände und wenn wir das stopfen, dann muss das quasi hier immer an den Ecken zusammengenäht sein, weil sonst habt ihr nämlich hinterher ein rundes Bett, wenn ihr das stopft. Also deswegen machen wir da jetzt diese Naht hin und mal gucken, wie das jetzt wird. Noch etwas, fangt nicht ganz oben an, lasst da oben einfach so, keine Ahnung, 2 cm Platz und auch unten ruhig 2 cm offen lassen, weil das macht nichts, also ich fülle das später mit so kleinen Styroporkugeln, das macht nichts, dass die sich da mal ein bisschen verbinden, die Füllungen. Nur wenn ihr das gar nicht macht, dann habt ihr, wie gesagt, hinterher einen Kreis und kein viereckiges Hundebett.
So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Beim zweiten Mal hat es wirklich gut geklappt. Beim ersten Mal bin ich ein bisschen neben die Naht gekommen. Also es ist reine Übungssache. Ja, also wenn ihr, wie gesagt, jetzt nicht so einen ungeschickten Stoff habt wie ich, sondern irgendwie, keine Ahnung, so wie den hier, dunkelblau auf dunkelblau, sieht kein Mensch, wenn er ein bisschen schief näht. Also überlegt euch das vorher, wie gut ihr gerade ausnähen könnt. Jetzt haben wir die 3 Nähte zusammengenäht. Jetzt klappt ihr euch einmal, ihr habt ja noch eine Naht über, jetzt klappt ihr euch einmal die beiden Außenteile so auseinander. Und legt dann die beiden Teile rechts aufeinander. Und dann wieder einmal zusammenstecken und dann zusammennähen. Jetzt haben wir hier so einen lustigen Kreis gebildet. Und jetzt bügelt ihr euch hier nochmal die Nahtzugabe auseinander. So wie bei den anderen Teilen. Und jetzt klappt ihr euch das Ganze wieder zusammen. So wie bei den anderen Teilen auch. Und dann noch einmal die letzte Naht zusammennähen. So, jetzt haben wir ja hier die 4 Ecken fertig genäht. Wir drehen uns jetzt einmal das Teil so rum, dass euer Innenstoff außen ist. Bei mir ist der Innenstoff hier dieses blaue. Und mein Boden ist auch blau, also es würde jetzt mehr Sinn machen, wenn ich den jetzt mit den Blümchen genommen hätte, aber das ist so hell, dann ist es so schnell dreckig, deswegen habe ich den genommen. Jetzt wird der Boden an den Außenstoff gesteckt. Wir nähen jetzt die beiden kurzen Seiten und die beiden langen Seiten jeweils zusammen. Also einmal quasi um den ganzen Boden herum nähen. Und dann lasst ihr immer in der Mitte ein Stück offen, und zwar so, dass eure Hand reinpasst. Da kommt später das Füllmaterial rein. Der Boden ist angenäht und hier haben wir jetzt immer so Löcher. Schaut. Und da wollen wir jetzt das Füllmaterial reintun. In alle 4 Fächer, und das Kissen, was wir am Anfang genäht haben, das dürft ihr euch jetzt auch noch füllen. Ich nehme jetzt zum Füllen hier das ist so ein, was ist das? Füllwatte. Die ist relativ teuer, aber da wird das Bett richtig schön flauschig und gemütlich, und das ist ja nur das kleine Bett, da geht das. So, bei mir sieht es aus, als ob Frau Holle da gewesen wäre. Hier sind noch so ein paar Überbleibsel. Also ich habe das Kissen jetzt mit dieser flauschigen Stopfwatte gefüllt, und dann hatte ich leider nicht mehr genug Watte, und ich habe jetzt das Hundebettchen habe ich jetzt mit diesen EPS-Kugeln gefüllt. Allerdings, also das macht wirklich keinen Spaß. Die kommen einem immer wieder entgegen, die sind zu statisch aufgeladen. Und ich habe das nicht richtig voll gekriegt. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Watte immer am Ende reingestopft. Also wenn irgendeiner da einen Tipp hat, dass die Dinger dann nicht wieder rauskommen, immer her damit. Gerne in die Kommentare. So, jetzt kommt noch der letzte Schritt, bevor ich hier aufräumen muss. Jetzt als erstes nehmen wir jetzt das Kissen zu. Einfach hier die Enden nach innen umklappen, so 1 Zentimeter circa. Und einmal feststecken und dann einmal knappkantig drüber nähen. Das sieht später eh keiner, das ist reingesteckt in das Bettchen. Da müsst ihr euch jetzt nicht mit dem Matratzenstich irgendwie verkünzeln. Also das machen wir jetzt mal als erstes. Einmal zugenäht, ganz einfach. Das könnt ihr wieder weglegen. Und jetzt ist die Frage, ob ihr das Bettchen noch unter eure Nähmaschine drunter bekommt. Ich probiere das jetzt mal. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Und wenn nicht, müsst ihr das leider alles, also alle 4 Löcher einmal mit der Hand zunähen. Schlechte Nachrichten, ich muss es mit der Hand zunähen. Ich habe, wie gesagt, das Bett gestern schon mal Probe genäht. Und da habe ich das aber nicht mit diesen ESP-Perlen gefüllt, sondern einfach nur mit dieser Watte. Und da konnte man das so ein bisschen zusammendrücken. Und dann ließ es sich hier, ich habe das so abgebaut.
dann ließ es sich nähen. Aber hier geht es tatsächlich nicht. Also ich muss das jetzt alles mit der Hand zu nähen. Ihr müsst einfach gucken, wie es bei euch geht. Ist aber auch nicht so tragisch. Also es ist jetzt nicht kilometerweit zu nähen. Genau, also alles zunähen. Und wenn ihr damit fertig seid, wendet ihr das Ganze einmal. Und dann ist das Bett eigentlich auch schon so gut wie fertig. Ich habe das Bettchen jetzt gewendet und jetzt kommt noch das Kissen rein. Und dann sind wir auch schon fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Übrigens seid nicht so sparsam mit der Füllung, weil das drückt sich mit der Zeit ein bisschen zusammen. Ja, genau. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein nächstes Video wird sein, dass ich dieses Bett nochmal zeige, wie man das näht, wenn man da Reißverschlüsse reinmacht, dass man nämlich dann den Bezug auch mal waschen kann. Weil so muss man im Endeffekt das ganze Bett in die Waschmaschine tun. Das kleine würde sogar jetzt reinpassen. Das überlebt es auch. Also ich habe schon mal öfter meine Hundekörbchen in die Waschmaschine geschmissen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal zeige ich euch noch, wie man das Ganze mit Reißverschlüssen näht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wer Fragen hat, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, gerne ein Abo dalassen.